Liebe Hundefreunde, heute nehme ich euch mit auf eine kleine Zeitreise. 6 Jahre mit meiner Chihuahua-Dame Juna. Das sind 6 Jahre voller Lachen, Stirnrunzeln, Tierarztbesuchen und Abenteuern. Wenn ihr überlegt, ob ein Chihuahua zu euch passt, bleibt unbedingt dran. Ich verrate euch alles, was ich gerne vorher gewusst hätte. Ehrlich, liebevoll und mit einem kleinen Augenzwinkern. Fangen wir mit dem Schönen an. Und davon gibt's echt eine Menge. Juna ist jetzt 6 Jahre alt, aber innerlich wohl immer ein quirliger Welpe. Jeden Tag bringt sie uns zum Lachen, sei es durch ihren Chihuahua-Tanz beim Futter oder ihre Showeinlagen, wenn sie sich beleidigt fühlt. Ihr größter Vorteil im Alltag? Ganz klar die handliche Größe. Ich kann sie einfach auf den Arm nehmen, wenn es brenzlig wird, sei es beim Tierarzt oder auf vollen Märkten. Apropos, seit wir ein Hundebuggy haben, sind unsere Shoppingtrips viel entspannter geworden. Juna ist nämlich kein Fan von großen Menschenmengen. Sie rollt lieber durch die Gänge, guckt aus dem Wagen und denkt sich wahrscheinlich, endlich Personal, das mich würdig herumkutschiert. Sportlich ist sie übrigens auch. Sie wiegt zwar 4 Kilo, also ein bisschen mehr als der Chihuahua-Durchschnitt, aber sie hat es faustdick hinter den Ohren. Wir haben uns sogar einen Cosca-Tretroller angeschafft, den sie begeistert gezogen hat. Ein Minihund mit Maxi-Energie, der einen Menschen zieht. Glaub mir, die Blicke waren Gold wert. Mittlerweile ist sie etwas ruhiger geworden. Statt Sprint zieht sie es nun mehr zu Schnüffelausflügen. In den letzten Monaten hat sie sich gefühlt einmal komplett neu erfunden. Von Duracell auf Kuschelmodus. Und wir genießen jede Phase. Kommen wir zu den Charaktereigenschaften, die man mögen muss. Chihuahuas sind keine Hunde wie aus dem Lehrbuch. Sie sind eher, eine Mischung aus Hund, Katze und Drama Queen. Sie sind klug. Oh ja, aber führen Befehle nur aus, wenn es ihnen sinnvoll erscheint. Tricktraining funktioniert, wenn Madame gerade Lust hat. Sonst schaut sie dich an wie: Mach's doch selbst. Juna ist nicht aufs Wort hörig, aber sie versteht wirklich alles. Sie entscheidet nur selbst, ob es gerade in ihren königlichen Zeitplan passt. Wenn ihr also auf pflegeleichten Befehlsempfänger hofft, schaut euch lieber bei Border Collies um. Ein Chihuahua ist eher, ich könnte Sitz machen, aber warum sollte ich? Man bekommt also einen cleveren, aber extrem eigensinnigen Begleiter. Und das muss man wirklich mögen. Jetzt wird's ernst, denn es gibt Dinge, die einem vor dem Kauf niemand erzählt, aber unbedingt wissen sollte. Fangen wir mit unserem Alltag an. Chihuahuas spalten die Gesellschaft. Entweder wirst du auf der Straße angequatscht wie ein Promi, oh wie süß, darf ich die mal streicheln? Oder du bekommst gemeine Sprüche um die Ohren geknallt. Das ist doch kein richtiger Hund. Guck mal, die läuft mit einer Ratte an der Leine durch die Stadt. Juna mag's übrigens gar nicht, wenn Fremde ihr einfach auf den Kopf touchen. Und wenn ein Kind frontal auf sie zustürmt und zulangt, kann's schon mal passieren, dass sie sich verteidigt. Mit den Zähnen. Auch beim Tierarzt ist die Größe eher ein Nachteil. Wir haben in 6 Jahren 9 Tierärzte ausprobiert. Die meisten waren überfordert oder, kein Scherz, hatten Angst vor ihr. Ein falsch angelegter Verband nach einer Schnittverletzung hat dazu geführt, dass Juna heute eine Kralle nicht mehr richtig bewegen kann. Ergebnis: Narben, Frust und 400 € weniger auf dem Konto. Merke, kleine Hunde brauchen erfahrene Tierärzte. Hundewiese? Ja, aber mit Vorsicht. Große Hunde nehmen kleine gerne mal als Hasenersatz. Einmal haben 2 Jagdhunde Juna gejagt und das nicht zum Spaß. Das war wirklich kein schönes Erlebnis. Da kommt ein Hund angerauscht, der mehr wiegt als ich mit Einkaufstasche. Da ist Tragen keine Verhätschelung, sondern pure Vernunft. Kinder? Schwierig. Juna kommt mit ihnen gar nicht klar. Unkontrollierte Kinderhände sind für kleine Hunde wie Horrorfilme. Mit dem Ergebnis: Tränen beim Kind, Verletzung beim Hund. Eine Nachbarin hat einen Zwergspitz, dem ihr Kind beim Spielen die Vorderpfote gebrochen hat. Diese Rassen sind nichts für Familien mit kleinen Kindern. Punkt. Diese Rassen sind einfach zu zart und zerbrechlich für grobe Menschenhände. Senioren unterschätzen oft den Energielevel. Chihuahuas brauchen Beschäftigung. Und zwar nicht nur 5 Minuten auf dem Balkon. Juna will täglich 2 bis 3 Stunden laufen, rennen, schnüffeln. Und danach?
natürlich noch spielen. Sie ist wirklich eine kleine Duracell-Batterie. Chihuahua ist kein Accessoire. Es ist ein Hund mit echtem Charakter, riesigem Herzen und einem Dickkopf Deluxe. Yuna ist eine Katze im Hundekostüm. Und wir lieben sie genau dafür. Und wisst ihr was? Ich bin nicht alleine mit diesen Beobachtungen. In vielen Gesprächen mit anderen Chihuahua-Besitzern habe ich festgestellt, diese kleinen Eigenheiten sind bei ganz vielen Shis zu finden. Was ich bei Yuna erlebt habe, die Energie, der Dickkopf und das Katzenhafte, wurde mir von anderen Haltern genauso geschildert. Es sind keine Erziehungsfehler, sondern einfach rassetypische Charakterzüge, die man vorher kennen sollte. Also mit all dem klarkommt, mit Humor, Geduld und Liebe, dann bekommt ihr mit einem Chihuahua einen ganz besonderen Gefährten fürs Leben. Wie ist es bei euch? Habt ihr selbst einen Chihuahua oder lebt ihr mit einer anderen kleinen Hunderasse zusammen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es Ähnlichkeiten zu Yuna oder komplett andere Geschichten? Ich freue mich riesig, wenn ihr eure Erlebnisse in die Kommentare schreibt. Gerade bei so besonderen Rassen wie dem Chihuahua ist der Austausch untereinander so wertvoll und oft auch sehr unterhaltsam. Danke, dass ihr heute dabei wart. Yuna schickt euch ein dickes Pfoten-High-Five. Vergesst nicht, eure Vierbeinern heute eine kleine Freude zu machen. Ein Leckerli, eine extra Krauleinheit oder eine besondere Gassi-Runde. Bis bald und bleibt nähverliebt.